Will der Staat mit dem digitalen Euro die Abschaffung des Bargelds vorbereiten? Will er all unsere Ausgaben überwachen, jeden Einkauf, jede Überweisung? Und wenn ja, wozu eigentlich? Was ist der digitale Euro wirklich? Was hat die EZB vor? Und warum will sie ihn so schnell wie möglich einführen? In diesem Video klären wir die 3 größten Mythen rund um den digitalen Euro und zeigen, was wirklich dahinter steckt. Macht es euch bequem und wir legen los. Bevor wir uns gleich den Mythen widmen, würde ich erstmal gerne klarstellen, was der digitale Euro überhaupt sein soll, wofür wir ihn brauchen und warum die Europäische Zentralbank ihn so gerne einführen möchte. Um den digitalen Euro zu verstehen, muss man sich im Klaren sein, wie unser Geldsystem funktioniert und welche Rolle dabei die Zentralbank spielt. Wer sich ausführlich mit unserem Geld auseinandersetzen möchte, habe ich vor kurzem dazu ein eigenes Video gemacht. Wie entsteht unser Geld? Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut gerne rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier nur die Kurzfassung. Es gibt 2 Arten von Geld in unserem System. Zentralbankgeld, also das Bargeld und Zentralbankreserven der Geschäftsbanken, sowie das Giralgeld, also das Geld, was wir alle auf unseren Girokonten bei Sparkasse, Commerzbank und Co. haben. Wichtig dabei ist, dass Zentralbankgeld in digitaler Form, also in Form von Zentralbankreserven, heute nur Geschäftsbanken zur Verfügung steht. Sie nutzen das Geld vor allem für den Zahlungsverkehr untereinander oder für den Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren. Verbraucher, Selbstständige oder Unternehmen haben derzeit keinen Zugang zu digitalem Zentralbankgeld. Was wir im Alltag nutzen, ist fast ausschließlich Giralgeld. Dieses Geld wird von privaten Geschäftsbanken durch Kreditvergabe geschöpft. Damit ist das Giralgeld ein Zahlungsversprechen der jeweiligen Geschäftsbank. Wenn die Bank pleite geht und nicht auszahlen kann, haben wir im Prinzip Pech. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist alles halb so schlimm. Die Bankpleiten kommen in der Eurozone sehr selten vor. Außerdem sind Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank durch das gesetzliche Einlagesicherungssystem gesichert. Damit ist das Buchgeld in den allermeisten Fällen genauso sicher wie das Bargeld. Mit dem kleinen Unterschied, dass es im Krisenfall vielleicht ein paar Tage dauert, bis man drankommt. Und dieser Unterschied rechtfertigt sicherlich nicht das Risiko, große Summen an Bargeld zu Hause unter dem Kopfkissen aufzubewahren. Mir ging es hier nur darum, den Unterschied zwischen Giralgeld, für das die Bank haftet, und dem Zentralbankgeld, für das letztlich der Staat bzw. das Eurosystem einsteht, klarzustellen. Der digitale Euro, der voraussichtlich demnächst eingeführt wird, ist eine digitale Form von Zentralbankgeld. Zugänglich für alle, nicht nur für Banken und herausgegeben von der EZB. Der digitale Euro darf auch nicht mit Kryptoassets wie Bitcoin und Co. verwechselt werden. Beim digitalen Euro ist der Herausgeber klar erkennbar, nämlich die Europäische Zentralbank. Und die hat auch für die Stabilität der Währung zu sorgen. Der Preis für Bitcoin wird dagegen fast ausschließlich von der Nachfrage nach Bitcoin bestimmt. Heute kann man für einen Bitcoin zum Beispiel ein BMW X6 kaufen, morgen eventuell nur eine Banane oder ein Einfamilienhaus. Das weiß man nicht. Der digitale Euro ist dagegen genauso stabil oder volatil wie jede andere Form des Euro auch. Das ist kein neues Geldsystem, keine neue Währung, sondern einfach eine ergänzende digitale Form von Euro, die direkt von der Zentralbank kommt. Vergleichbar eher mit den Reserven der Geschäftsbanken bei der Zentralbank, die aufgrund der Menge an notwendigen Konten anders verwaltet und in Umlauf gebracht werden muss. Und jetzt arbeiten wir mal die 3 größten Mythen rund um den digitalen Euro ab. Mythos Nummer 1. Der digitale Euro bedeutet das Ende des Bargeldes. Ich weiß nicht, wie oft ich auf YouTube, aber auch im Bekanntenkreis schon gehört habe, wenn es den digitalen Euro gibt, wird Bargeld verboten. Warum sollte es verboten werden? Wie kommt man auf sowas? Mal ehrlich, wenn der Gesetzgeber wirklich Bargeld abschaffen wollte, dann hätte er das längst tun können. Und zwar ohne Umweg über die EZB, ohne Milliardeninvestitionen in neue Infrastruktur und ohne jahrelange Diskussionen darüber, wie man die Banken mit ins Boot holt. Die EZB war gegen Einführung der Obergrenze für Barzahlungen. Und? Nichts. Sie wurde angehört, dürfte ihre Warnungen äußern, aber mehr auch nicht. Die Regel wurde von EU-Kommission, Parlament und Rat beschlossen und tritt nächstes Jahr in Kraft. Der EZB hat es nicht gefallen, aber sie hat kein Vetorecht und musste schlucken. Die Obergrenze schränkt die Nutzung von Bargeld ein. Bargeld ist allerdings im Moment der einzige sichtbare Draht der EZB zur Bevölkerung. Wenn Verbraucher nicht mehr mit Bargeld zahlen, verliert sie diesen Draht. Bargeld verliert ohnehin bereits seit Jahren und vor allem seit der Pandemie immer stärker an Beliebtheit. Die Verbraucher greifen bei Zahlungen immer öfter zu digitalen Bezahlsystemen, EC-Karte, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, PayPal. Hinzu kommt, dass viele Banken Filialen schließen. Und die Anzahl an Geldautomaten nimmt seit über einem Jahrzehnt in der EU und seit 2018 auch in Deutschland kontinuierlich ab. Für kleine Händler wird es zunehmend immer schwieriger, Bargeld einzuzahlen, weil es eben weniger Filialen gibt. Der Einzelhandel, etwa Rewe, hilft zwar mit Bargeldauszahlungen an der Kasse, aber insgesamt wird Bargeld für viele unpraktischer und weniger beliebt. Was bedeutet das für die EZB? Die Zentralbank braucht eine gewisse Nachfrage nach ihrem eigenen Geld, also nach Zentralbankgeld, damit ihre Geldpolitik wirkungsvoll bleibt. Wenn niemand mehr Zentralbankgeld nutzt, weder Bargeld noch digital, dann kann die EZB Leitzinsen anpassen, wie sie will. Es hätte kaum noch Wirkung. Klar, Bargeld ist nicht der einzige Pfeil im Köcher der Geldpolitik.
Die Nachfrage nach Zentralbankgeld entsteht auch durch den Zahlungsverkehr der Banken untereinander, Mindestreserveverpflichtung, den Ankauf von Staatsanleihen, Steuerzahlungen und einiges mehr. Aber Bargeld ist eben ein Fall und auf den will die Zentralbank nicht verzichten, auch wenn sie noch ein paar andere in Köcher hat. Denn auch Bargeld erhöht die Effektivität des Transmissionsmechanismus. Zwingen kann sie niemanden, Bargeld zu nutzen. Was sie aber tun kann, ist eine attraktive Alternative anzubieten und so die Nachfrage nach Zentralbankgeld auch bei privaten Haushalten und Unternehmen aufrechterhalten. Wenn die Verbraucher auch weiterhin mit Bargeld zahlen und zusätzlich den digitalen Euro nutzen, wird sich das Eurosystem doppelt freuen. Mythos Nummer 2. Totale Überwachung durch den Staat. Das ist einer der am weitesten verbreiteten Mythen. Der digitale Euro ist nichts anderes als ein Überwachungsinstrument. Der Staat will genau wissen, wo und wann du was kaufst. Und durch die Programmierung des Geldes will er dir den Geldhahn zudrehen, falls du etwas kaufen willst, das ihm nicht passt. Aber schauen wir uns das mal nüchtern an. Wo liegen eigentlich die Daten? Viele glauben, mit dem digitalen Euro würde die EZB eine zentrale Datenbank einrichten, in der jede Zahlung, jeder Kaffee, jeder Einkauf erfasst wird. Die EZB hat nicht einmal annähernd die Kapazitäten, um für über 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger eigene Konten zu führen, mit Authentifizierung, Verwaltung, Kundendienst, Betrugsüberwachung und allem, was dazugehört. Das steht auch gar nicht zur Debatte. Die Kontoführung soll wie heute auch über Geschäftsbanken laufen. Zwar auf einem separaten Konto, aber weiterhin über Geschäftsbanken. Das Eurosystem bekommt lediglich aggregierte statistische Informationen, etwa wie viele digitale Zahlungen gemacht wurden, in welcher Größenordnung und in welchem Zeitraum. Aber keine Namen, keine Empfänger, keine Einkaufshistorien. Im Prinzip geht es der EZB nur darum, wie viel Geld in welchem Zeitraum ausgegeben wurde. Und das anonymisiert, gebündelt pro Kreditinstitut. Die Geschäftsbanken sind mit dieser Lösung übrigens nicht gerade glücklich, denn sie sollen die Konten verwalten und beschweren sich jetzt schon, dass sie dafür nicht oder nur unzureichend vergütet werden. Wer die Diskussion verfolgt, weiß, dass es bereits zähe Verhandlungen darüber laufen, wer wie viel bekommt, von wem und wofür genau. Aber dass die EZB selber die Konten führen soll, wird nicht mal ernsthaft diskutiert. Außerdem muss man sich vor Augen führen, wer drängt hier eigentlich wen. Wenn der digitale Euro wirklich ein Werkzeug zur Kontrolle wäre, dann müsste man doch erwarten, dass die Politik Druck auf die EZB ausübt, um das Projekt voranzutreiben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die EZB muss kämpfen, um überhaupt politische Unterstützung zu bekommen. Die Gesetzgebung liegt bei der EU-Kommission, dem Parlament und dem Rat. Und die schaffen es seit über 2 Jahren nicht, sich auf ein Gesetz zu einigen. Wenn der Staat wirklich totale Kontrolle wollte, dann wäre das längst beschlossen. Ohne zig Entwürfe, Widerstände, Kompromisse und endlose Diskussionen. Und wenn der Staat unser Kaufverhalten beeinflussen wollte, warum so kompliziert? Wenn der Staat möchte, dass wir bestimmte Produkte nicht kaufen oder weniger davon konsumieren, dann braucht er dafür keinen digitalen Euro. Er kann einfach Steuern erheben, so wie es bereits auf Tabak, Alkohol oder sogar auf Sprit der Fall ist. Dasselbe ließe sich auch auf Fleisch, Milch, Zucker oder andere Produkte anwenden, bei denen der Staat der Meinung ist, dass der Konsum zurückgehen sollte. Oder er könnte den Verkauf bestimmter Produkte gleich ganz verbieten. All das geht mit bestehenden Mitteln und es ist deutlich einfacher, schneller und direkter umzusetzen als die technische, rechtliche und politische Mammutaufgabe, die ein digitaler Euro darstellt. Mythos Nummer 3. Negativzinsen und Abschaffung des Privateigentums. Ein weiteres beliebtes Narrativ ist, mit dem digitalen Euro sollen Negativzinsen erzwungen und Enteignung ermöglicht werden. Wenn jemand von euch wirklich daran glaubt, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, wie das konkret aussehen soll. Weil ehrlich, ich kann mir aus dieser Aussage beim besten Willen keinen Reim machen. Der digitale Euro ist nicht zum Sparen gedacht, sondern zum Bezahlen. Das Konto wird weder positiv noch negativ verzinst. Es gibt überhaupt keine Verpflichtung, das Geld auf das digitale Euro-Konto zu übertragen. Niemand wird gezwungen, da auch nur einen Cent zu parken. Ganz im Gegenteil, die Geschäftsbanken fordern eine Obergrenze aus Angst, dass zu viel Geld von Giro- und Sparkonten abgezogen wird und in den digitalen Euro fließt. Diese Obergrenze wird ziemlich sicher kommen, um die Geschäftsbanken zu schützen, die um ihr Einlagengeschäft fürchten. Die Obergrenze, wie viel man auf dem digitalen Euro-Konto halten darf, nicht auf dem Giro-, Tages- oder Festgeldkonto. Und es handelt sich um eine Obergrenze, keine Untergrenze. Und wenn es keine Pflicht gibt, Geld auf dem digitalen Euro-Konto zu halten, wie sollen dann bitte Negativzinsen durchgesetzt werden? Das ist schlichtweg nicht möglich. Private Haushalte und Unternehmen dazu zu zwingen, ihr Geld auf das digitale Euro-Konto zu transferieren, würde das gesamte Finanz- und Bankensystem destabilisieren und damit letztlich auch die Grundlage unseres Geldsystems zerstören. Das will die EZB ganz sicher nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung zum digitalen Euro und zu den Mythen in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.